Weißt du, was viele auf dem Oktoberfest falsch sagen? Sie rufen ganz stolz, ich bin voll, und alle am Tisch grinsen. Voll heißt im Umgangssprache oft betrunken, nicht satt, und das ist dann, naja, ein bisschen peinlich. Oh ja, und noch ein Klassiker, Leute bestellen einfach ein Bier und wundern sich, warum kein großer Krug kommt. Für den Liter sagt man Maß, also eine Maß, und das ist wichtig, sonst kommt vielleicht nur ein kleines Glas. Und noch was, das größte Problem ist echt nicht das Bier selbst, sondern die Wörter rund um die Wiesn. Wenn du die Vokabeln kennst, ist der ganze Abend einfach entspannter, oder? Dann fühlt man sich gleich ein bisschen mehr wie ein Local. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über die wichtigsten Wörter und Sätze für euer nächstes Oktoberfest, ganz praktisch und locker. Genau, wir machen das so. Erst die Basiswörter, dann ein kleines Rollenspiel zum Bestellen und später noch Tipps fürs Zahlen und fürs Anstoßen. Also, fangen wir an. Sagt man Oktoberfest oder Wiesn? Beides ist richtig. Wiesn ist der Münchner Name, also Umgangssprache für das Oktoberfest, und er kommt vom Wort Theresienwiese. Wenn jemand sagt, wir gehen auf die Wiesn, heißt das einfach, wir gehen aufs Oktoberfest. Super. Und ganz wichtig, die Maß. Das ist der große Bierkrug mit einem Liter. Wenn du ein kleineres Bier willst, sag lieber ein kleines Bier oder ein halbe, je nach Stand. Dann brauchst du noch diese Wörter, Zelt, also das Festzelt, Tisch, Bank, Reservierung und Bedienung. Bedienung ist die Kellnerin oder der Kellner im Zelt, oft sagt man auch einfach Kellnerin oder Kellner. Und zum Essen hörst du oft Händel für Brathähnchen und Brezen für Brezel. Ja, und viele bestellen auch ein Radler. Das ist Bier mit Limo, also Zitronenlimonade. Wenn du kein Alkohol willst, sag alkoholfrei. Zum Beispiel ein alkoholfreies Bier, bitte. Bitte sag nicht, ich bin voll, wenn du sagen willst, ich bin satt, okay? Genau, dafür sagst du, ich bin satt. Und noch eins, zapft es. Das hört man beim Anstich, also wenn das erste Fass aufgemacht wird. Es heißt, jetzt geht's los, das Fest ist eröffnet. Alles klar. Dann machen wir jetzt ein kurzes Rollenspiel, damit ihr das gleich üben könnt. Ich bin der Gast im Zelt und Julia ist, die Kellnerin. Los geht's. Entschuldigung, möchten Sie etwas bestellen? Ja, gerne. Eine Maß, bitte, und eine Brezen. Haben Sie auch Radler? Ja, haben wir. Möchten Sie eine Maß Radler oder lieber eine kleine Größe? Dann nehme ich eine Maß Radler. Und, wo ist die Toilette, bitte? Geradeaus und dann links. Folgen Sie einfach den Schildern. Kommt sofort, die Maß und die Brezen. So, das war schon ziemlich real, oder? Ihr habt gehört, eine Maß, bitte, und wo ist die Toilette? Das sind super Sätze für den Start. Ich sag dir noch kurz was zur Aussprache, Maß hat ein langes A. Und Prost heißt so viel wie Cheers, also zum Anstoßen. Man kann auch zum Wohl sagen, das ist ein bisschen formeller, aber auch okay. Und wenn die Musik ein Prosit spielt, dann steht man oft kurz auf, stößt an und trinkt einen Schluck. Ein Prosit der Gemütlichkeit ist so ein kleiner Trinkspruch. Gemütlichkeit heißt, man fühlt sich wohl, freundlich, warm, zusammen, so in der Artikel. Kleiner Tipp, lern Wörter mit Musik, einfach, weil's im Kopf bleibt. Du kannst dir eine Liste machen und sie auf die Melodie von ein Prosit summen. Das ist lustig und hilft echt bei der Aussprache. Ich hab übrigens mal ein blödes Missverständnis gehabt. Ich wollte ein normales Bier und habe gesagt, ein Bier, bitte, ohne Alkohol. Ich dachte, das ist nur ein Witz, und dann kam wirklich alkoholfreies Bier. Seitdem sag ich klar,
Eine Maß oder eine Maßhell oder eben ein Radler. Ja, sowas passiert schnell. Mach's einfach, sag genau, was du willst. Ein alkoholfreies Bier ist super, wenn du das willst, klar, aber wenn nicht, sag einfach eine Maß, bitte, ohne Zusätze. Noch ein Satz für Sitzplätze. Ist hier noch frei? Oder darf ich mich dazusetzen? Das ist höflich und kurz, perfekt für volle Tische. Und wenn jemand sagt reserviert, dann ist der Platz halt belegt. Manchmal hörst du auch, der Tisch ist ab 17 Uhr reserviert. Das heißt, bis dahin kannst du noch sitzen, aber später kommen die Leute mit Reservierung. Frag einfach nach, bis wann ist hier frei? Kurzer Hinweis zu Tracht, also Kleidung, Lederhose und Dirndl. Beim Dirndl ist die Schleife wichtig. Links gebunden heißt oft Single, rechts vergeben. Naja, so sagt man. Muss nicht immer stimmen, aber viele achten drauf. Bevor wir weitergehen, machen wir unseren kleinen Check, okay? Mini-Quiz. Weißt du noch, was Wiesen bedeutet, und wie heißt der Liter Bierkrug? Also, Wiesen heißt einfach Oktoberfest, und der Krug mit einem Liter ist die Maß. Und Prost sagen wir beim Anstoßen, ganz klar. Wenn du das wusstest, top. Weiter geht's mit Zahlen und Bezahlen, das braucht man am Ende immer. Die Sätze sind, zahlen bitte, zusammen oder getrennt, und stimmt so für Trinkgeld. Trinkgeld heißt Tipp, oft gibst du 10% oder du rundest einfach auf. Wenn die Bedienung sagt, das macht 13,80 €, dann kannst du antworten. Machen wir 14 €, stimmt so. Oder du, wir zahlen getrennt, ich habe die Bretzen und die Maß Radler. Das ist ganz normal und freundlich. Noch ein Wort, Pfand hörst du eher bei Flaschen oder Bechern auf anderen Festen, aber den Maßkrug nimmst du bitte nicht mit. Das ist nicht erlaubt. Frag einfach, wenn du unsicher bist, die Leute helfen schnell. Und wenn die Musik laut ist, kannst du kurze Sätze nutzen. Zum Beispiel, noch eine Runde? Das heißt, alle am Tisch bekommen noch ein Getränk. Oder nur Wasser für mich? Ich mach mal langsam, auch gut. Ich hab auch eine kleine Geschichte mit einem Sprachfauxpass. Eine Freundin aus der Schweiz sagte fröhlich, gehen wir in den Ausgang? Und die Leute schauten verwirrt. In Deutschland sagt man einfach ausgehen oder gehen wir raus, also ja, regionale Unterschiede sind spannend. Voll, und deshalb ist Kontext wichtig. Sag lieber, wollen wir nach draußen gehen? Das versteht jeder. Und für das Festgelände sag ruhig Gelände oder draußen beim Biergarten, das ist klar und einfach. Lass uns ein zweites kurzes Rollenspiel machen, diesmal zum Bezahlen. Ich bin wieder die Bedienung und du bist Tim, okay? Wir haben getrunken, gegessen und jetzt kommt die Rechnung. Entschuldigung, wir würden gern zahlen. Geht das zusammen? Klar. Zusammen sind das 29,50 €. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Bar, bitte. Machen Sie 30 €, stimmt so, danke. Vielen Dank und einen schönen Abend. Prost nochmal. So einfach ist das. Und wenn ihr getrennt zahlen wollt, sagt einfach, getrennt, bitte. Dann zählt ihr jeder euer Essen und euer Getränk, ganz entspannt. Noch ein paar nützliche Wörter. Schlange bedeutet die Reihe von Leuten, die warten. Du sagst, stehen wir hier richtig an? Oder ist das die Schlange für das Zelt? Das hilft total, wenn alles voll ist. Und für Wege, Ausgang ist der Exit, Eingang der Eingang, logisch, aber unter Stress vergisst man das schnell. Frag, wo ist der Ausgang? Das ist kurz und sicher. Und für die Toilette, ist da noch frei? Geht auch in der Kabine. Beim Anstoßen machst du kurz Augenkontakt, das ist höflich.
dann sagst du Prost oder zum Wohl und stößt leicht an, nicht zu stark. Trink einen kleinen Schluck, das reicht schon. Wenn dir etwas zu viel ist, sag einfach, mir ist das zu laut, gehen wir kurz raus? Oder ich trinke heute langsam. Das klingt freundlich und klar. Du musst nie alles mitmachen, das ist wichtig. Und falls du vegetarisch oder ohne Schwein essen willst, sag, haben Sie etwas vegetarisch oder gibt es etwas ohne Schwein? Viele Stände haben Käsespätzle oder Salat, das klappt gut. Nochmal zu typischen Fehlern. Sag wirklich, ich bin satt, wenn du genug gegessen hast. Ich bin voll klingt wie ich bin betrunken, und das willst du vielleicht nicht sagen, haha. Kleiner Satz, großer Unterschied. Wenn du bestellst, benutze höfliche Formen. Zum Beispiel, ich hätte gern eine Brezen und ein Wasser, bitte. Oder, könnte ich bitte die Speisekarte sehen? Und wenn was fehlt, ruf nicht laut Bedienung. Das kann unhöflich klingen. Besser ist, Entschuldigung, könnten Sie kurz kommen? Das ist freundlich. Ein Lächeln hilft immer. Für Kleidung noch 2 Wörter, Jacke an der Garderobe abgeben heißt Codecheck, also Garderobe. Und wenn dir kalt ist, haben Sie eine Decke, manchmal gibt's draußen Decken. Einfach fragen, schadet nie. Ein kleiner Merksatz mit Musik, okay? Auf die Melodie von ein Prosit. Eine Maß, eine Brezen, ein Händel, das wär fein. Es ist albern, aber du erinnerst dich, wetten? Bevor wir schließen, eine Frage an euch. Welche Wörter brauchst du am dringendsten für dein nächstes Fest? Bestellen, zahlen oder lieber Smalltalk am Tisch? Sowas arbeitest du, woher kommst du? Schreib uns das gern in die Kommentare. Und teilt auch eure lustigen Pannen, bitte. Hast du mal alkoholfrei bestellt, ohne es zu merken, oder ein Prosit komplett falsch gesungen? Sowas hilft allen, weil man dann weiß. Passiert jedem Mal. Okay, machen wir eine ultrakurze Wiederholung zum Mitnehmen. Wichtige Wörter: Wiesen, Maß, Prost, ein Prosit, Brezen, Händel, Zelt, Reservierung, Zahlen bitte, getrennt oder zusammen, stimmt so. Wichtige Sätze: Ist hier noch frei? Darf ich mich dazu setzen? Wo ist die Toilette? Eine Maß, bitte, und ich bin satt. Wenn dir das geholfen hat, like die Folge und abonniere unseren Kanal, ja? Dann verpasst du keine neuen Vokabelsnacks mehr. Wir machen bald eine Folge zu Smalltalk im Bierzelt, das wird gut. Danke fürs Zuhören, bleibt freundlich, trinkt Wasser zwischendurch und habt Spaß auf der Wiesn. Und denkt dran, Wörter sind wie kleine Schlüssel, sie öffnen euch Türen. Bis zum nächsten Mal und, na ja, Prost.